Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute kochen wir zusammen japanische Teigtaschen Nikman. Das ist Nikman. Nikman schmeckt richtig lecker und man kann Nikman einfacher machen als man denkt. Heute zeige ich euch, wie man einfach japanische Teigtaschen Nikman zubereiten kann. Dann, los geht's! Ich mache heute insgesamt 6 Stück Nikman und als erstes machen wir Teig. Ich benutze heute 2 verschiedene Typen von Weizenmehl. Zuerst gebe ich den 150 Gramm Mehl, Typ von 405 in eine Schüssel dazu. Das zweite Mehl ist Weizenmehl von Typ 550. Ich biege davon 50 Gramm und gebe es in die Schüssel dazu. Ich benutze auch Backpulver und gebe davon 3 Gramm dazu. Übrigens, ich habe die Zutaten für Nikman in der Videobeschreibung geschrieben. Dann gebe ich auch eine Prise Salz dazu. Und ich gebe auch ca. 10 Gramm Zucker dazu. Natürlich benutze ich auch Hefe. Davon gebe ich 3 Gramm dazu. Zum Schluss brauche ich lauwarmes Wasser. Ich bereite 110 ml lauwarmes Wasser vor. Und gebe es auch die Hefe dazu. Ich verrühre alle Zutaten mit einem Löffel, bis das Wasser etwa mit dem Teig zusammen gemischt wird. Wenn der Teig ungefähr gemischt wird, knete ich den Teig auf den Tisch. Es kann hilfreich sein, den Boden vorher mit etwa 1 Esslöffel Mehl zu bestäuben, damit der Teig nicht klebt. Ich knete den Teig ordentlich. Man kann manchmal den Teig so kneten, dass er von oben her abfällt oder den äußeren Teig nach innen faltet. Hauptsache, dass der Teig gut geknetet wird. Wenn der Teig ungefähr gut genug geknetet wurde, gebe ich dann Öl dazu. Ich benutze Rapsöl, aber es geht auch Sonnenblumenöl. Ich gebe 5 ml Rapsöl, also 1 Teelöffel Öl dazu. Dann verteile ich das Öl und knete den Teig nochmal, bis sich das Öl und der Teig vermischen. Nach dem Kneten sieht der Teig so aus. Er ist etwas weich, aber nicht so klebrig und fettig. Dann lege ich den Teig in eine Schüssel und darauf lege ich Klarsichtfolie bzw. Tuch, damit der Teig nicht trocken wird. Ich lasse dann den Teig etwa 30 Minuten so liegen. Solange ich den Teig lege, bereite ich den Inhalt vor. Ich benutze ca. 280 Gramm ungebürztes Schweinehackfleisch und eine halbe Zwiebel. Diese Zwiebeln war etwas groß. Und Bambussprossen. Ich benutze eingelegte Bambussprossen vom deutschen Supermarkt, davon ca. 100 Gramm. Bei Rewe und Edeka findet man sie meistens. Sollten in kleine Würfel geschnitten werden. Ich gebe etwa 1 Esslöffel Sesamöl auf eine Pfanne und brate Schweinehack. Ich benutze oft beim Kochen von der Entwöhnungsnahrung meiner Tochter diesen kleinen Trick. Und zwar gebe ich ins Hackfleisch ca. 1 Teelöffel Kartoffelmehl und Wasser dazu. Dann wird das Hackfleisch weich gebraten. Diesmal gebe ich aber nur 1 Teelöffel Kartoffelmehl dazu und kein Wasser, damit der Geschmack nicht dünn wird. Wenn das Fleisch etwas gebraten wird, gebe ich geschnittene Zwiebeln und Bambussprossen dazu und ich brate sie alle zusammen. Meine Tochter ist langsam ungeduldiger. Sie will auch bald essen und braucht mich. Ich kämpfe mich jeden Tag, wenn ich etwas koche. Sie lässt mich nicht in Ruhe kochen, essen, zur Toilette gehen und schlafen. Sie ist noch in der Zeit, dass sie mir nachläuft. Aber es ist jetzt auch eine sehr schöne Zeit. Ich liebe es, Mama zu sein. Wenn die Zutaten gebraten sind, gebe ich ca. 15 Gramm Zucker. Man kann nach Bedarf die Menge von Zucker ein bisschen reduzieren. Dann gebe ich 30 ml Sojasauce, also 2 Esslöffel mit einem Messlöffel.
Ich gebe 15 Milliliter Wasser, also 1 Esslöffel Wasser. Wenn man zu Hause Sake, Kochreiswein hat, kann man ihn bevorzugen. Und ich rühre alle zusammen nochmal um. Dann gebe ich in eine Schüssel 2 Teelöffel Kartoffelmehl und 5 Esslöffel Wasser und verrühre sie zusammen. Ich gebe sie Stück für Stück in den Inhalt von Nikkeman und brate sie weiter, bis die Flüssigkeit etwas eingedickt ist. Der Teig müsste inzwischen fertig sein. Man sollte mindestens ca. 30 Minuten den Teig legen und so sieht der Teig nun aus. Ich knete den Teig noch einmal kurz und teile ihn 6-mal. Zuerst den Teig halbieren und dann jede Hälfte in 3 gleiche Teile teilen. Insgesamt habe ich 6 Stück. Ich mache sie jeweils rund und lasse sie wieder ca. 10 Minuten lang unter eine Glatschichtfolie legen. Der Teig ist etwas vergrößert und etwas klebrig. Deswegen gebe ich ein Esslöffel Mehl dazu und bringe sie nochmal eine runde Form. Ich mache einen Teig ein bisschen flach. Dann schiebe ich den Teig mit einem Teigroller, bis er eine runde, flache Form hat. Es sollte in der Mitte vom Teig etwas dick werden und am Rand ein bisschen dünner sein, damit man einfacher den Teig einwickeln kann. Ich bereite auch 6 Stück kleine Backpapier vor. Darauf lege ich Nikkeman. Ich teile dann den Inhalt auch 6-mal und lege den Inhalt jeweils auf einen Teig. Dann wicke ich ihn ein. Dabei zeige ich euch 2 verschiedene Weisen, wie man den Teig zumacht. Auf der ersten Weise lege ich den Teig auf den Tisch und bringe die beiden Enden in die Mitte. Gleiches mache ich auch oben und unten. Dann drücke ich die Oberseiten des Teigs zusammen. Die oberen 4 Stellen drücke ich dann auf die gleiche Weise, indem der Teig zusammengeklebt wird. Danach bringe ich alle Enden des Teigs in die Mitte und schließe ihn. Und schließlich drehe ich den mittleren Teig leicht, um den Vorgang abzuschließen. Das lege ich dann erstmal auf ein zugeschnittenes Backpapier. Auf der zweiten Weise falte ich den Teig leicht zusammen. Diese Methode kann etwas schwieriger sein. Wenn man nicht handwerklich begabt ist, kann man mit der ersten Methode Teig schließen. Stück für Stück falte ich den oberen Teig zusammen und drücke zum Schluss den Teig ein bisschen, um den Teig zu schließen. Ich bin ungeschickt, deswegen sieht der Teig nicht so perfekt aus, aber er wird gut schmecken. Und nun sieht Nikkeman so aus. Ich dämpfe dann Nikkeman. Dabei benutze ich ein solches Gerät, aber ihr könnt entweder einen Bambusdämpfer oder sogar eine Pfanne benutzen. Ich koche zuerst Wasser und lege alle Nikkeman auf den Topf. Wenn das Wasser gekocht wird, dämpfe ich alle Nikkeman für ca. 10 bis 15 Minuten. Vergesst bitte nicht, dass ihr mit einem Deckel zumacht. Falls ihr mit einem Bambusdämpfer Nikkeman dämpft, könnt ihr unter dem Bambusdämpfer einen Topf setzen und dabei Wasser kochen. Wenn ihr mit einer Pfanne Nikkeman dämpfen möchtet, legt Nikkeman auf eine Pfanne und gießt 110 ml Wasser in die Pfanne und deckt einen Deckel ohne ein Loch zu. Für 10 Minuten bei niedriger Hitze könnt ihr Nikkeman dämpfen. Da unser Dämpfer 2 Etagen hat, tausche ich inzwischen die Etagen oben und unten. Nikkeman sieht aber schon sehr gut aus. Ich habe Nikkeman 15 Minuten lang gedämpft und nehme sie jetzt heraus. Dann kann man ab sofort Nikkeman essen. Mein Nikkeman sieht nun so aus.
Das ist Nikman. Dann Nikman いただきます。So, nochmal. Oishi. Der Teig ist sehr, sehr weich und Geschmack vom Fleisch, also Inhalt, richtig gut. Schmeckt richtig gut. Das ist das Beste. Das Fleisch ist auch sehr saftig und Geschmack sehr, sehr intensiv. Teig ist wirklich weich. Ja, das ist wirklich besser. Das war wirklich einfach zu kochen, oder? In Osaka gibt es richtig bekannte Teigtaschen, der Butterman von Gogoichi no Horai heißt. Und da nenne ich meistens Butterman. Und Butter ist Schweinefleisch, Man ist für Teigtaschen benutzt man. Bei Nikman benutze ich nicht nur Fleisch und Zwiebeln, sondern auch Bambus oder irgendein Pilze, Champignon zum Beispiel oder Shiitake und so weiter. Dann nenne ich meistens Nikman. Butterman von Gogoichi wird oft so nur Fleisch und Zwiebeln benutzt. Deswegen für mich ist Butterman eher so nur Schweinefleisch und Zwiebeln. Und das hat dann noch andere Zutaten. Deswegen nenne ich das Nikman. Die meisten Japaner in Japan nennen Nikman. Butterman ist nur in Kansai-Region und innerhalb von Kansai-Region nennen sie unterschiedlich, also Nikman und Butterman. Ja, fast identisch, also je nach der Person. Ich bin in Wakayama in der Kansai-Region geboren, deswegen nenne ich ab und zu Butterman und manchmal auch Nikman. Ja, in Osaka nur Butterman, aber Wakayama oder in anderen Präfekturen innerhalb von Kansai-Region trotzdem auch Nikman oder Butterman. Ja, kompliziert. Wie in Deutschland vielleicht Berliner Pfannkuchen, Krapfen oder so und so weiter. Ne? Nikman schmeckt wirklich lecker. Probiert bitte auch zu Hause. Ja, richtig lecker. Viel Spaß beim Kochen. Ja, und guten Appetit. So, das war's heute mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ihr jetzt Lust auf Nikman habt. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn Nikman gut schmeckt. In meinem Kanal könnt ihr nicht nur über japanische Kochvideos erfahren, sondern auch über Japan und Deutschland erfahren. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Bitte schaltet auch Klingel ein, damit ihr meine neuen Videos nicht verpasst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。